Herzlich willkommen zum Unternehmenszirkus. Hier geht es darum, wie Sie mit den vielfältigen Herausforderungen als Nachfolger jonglieren und souverän eigene Maßstäbe setzen. Alles für ein gewinnbringendes Unternehmerleben. Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Spaß mit dieser Episode. Im heutigen Arbeitsalltag geht es an den meisten Arbeitsplätzen nicht darum, seine Arbeitszeit zu füllen, sondern Ergebnisse zu produzieren. Die Frage ist also nicht, wie viel der Einzelne tut, sondern was dabei herauskommt. Das braucht mitdenkende Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Und dafür muss ich als Chef oder Chefin einen Rahmen bieten. Eine Klausurtagung kann dabei unterstützen, sich 1- bis 2-mal im Jahr gemeinsam aus dem operativen Arbeitsalltag rauszuziehen und die Metaebene einnehmen. Also von oben das tagtägliche Getümmel betrachten mit der Frage, was läuft rund und was lässt sich verbessern. In dieser Podcast-Folge geht es um Klausurtage unter den 3 Fragestellungen. Was bringt eine Klausurtagung im Unternehmen? Wie gestalte ich eine Klausurtagung, damit wir als Team und Firma viel davon haben? Und welche Methoden und Möglichkeiten gibt es? Klausurtagungen sind bei den politischen Parteien eine feste Größe und auch in den Chefetagen großer Unternehmen, bei kleinen Unternehmen und Organisationen oder gar in einzelnen Teams wird es immer selbstverständlicher. Damit die Arbeit sich neu justieren kann, damit neue Absprachen getroffen werden, ist es sinnvoll, sich in eine Klausurtagung zurückzuziehen. Klausur meint den abgeschlossenen Teil eines Klosters und ist eben schon lange ein Begriff in unserem Kulturkreis. Neuer ist das Wort Retreat, also Rückzug von der gewohnten Umgebung aus dem Englischen. Bei den agilen Methoden gehören Planning und Review zum wesentlichen Bestandteil für ein gutes Arbeitsergebnis. Was allen 3 Ansätzen gemein ist der entscheidende Punkt dabei ist raus aus dem ganzen Arbeitstrubel, raus aus dem Büro, aus dem üblichen Arbeitsfeld, sich zurückziehen, eben 1-, 2-mal im Jahr zu einem gemeinsamen Workshop für einen Tag oder länger. Und zwar mit den Menschen, mit denen ich für das Arbeitsergebnis verantwortlich bin und mit denen ich die Zukunft des Unternehmens gestalte. Doch eine Klausurtagung zu planen, den Ablauf, die Methoden, die Themen brauchen einen zeitlichen Vorlauf, damit das Ergebnis für das Team auch optimal ist. Sinn einer Klausurtagung ist, sich in Ruhe zu überlegen, was gut und was weniger gut lief in der vergangenen Zeit. Manchmal eben jeder für sich alleine und dann auch wieder gemeinsam. Miteinander die Beobachtungen im Unternehmen und auf dem Markt zusammen abgleichen. Diese bewerten und neue Ideen spinnen, um dann als Unternehmen angemessen auf die Veränderungen und Anforderungen zu reagieren. Die Qualität des Reflektierens, also des Nachdenkens und aber auch des Vordenkens ist bei einer solchen Veranstaltung eine ganz andere als bei den üblichen Meetings mitten im Tagesgeschäft. Der Abstand zum Alltag bringt neue Einblicke, die anderen äußeren Bedingungen bewirken die Veränderung des Blickwinkels. Manchmal entstehen kreative Lösungen und innovative Ansätze. Und manchmal reift die Erkenntnis, dass die Strukturen und Abläufe nicht mehr nützlich sind, um das gemeinsame Ziel zu erreichen. Gerade wenn eine umfassende Veränderung wie zum Beispiel die Unternehmensnachfolge ansteht, ist eine Klausurtagung eine prima Möglichkeit, das Führungsteam in den Change-Prozess mit hineinzunehmen. Also sich in Ruhe zusammenzusetzen, die Befürchtungen und Erwartungen miteinander zu erörtern, sich gemeinsam zu überlegen, wie die Belegschaft vorbereitet und mitgenommen wird und Lösungen zu erarbeiten, die dann von allen leichter mitgetragen werden. Eine Klausurtagung bietet immer einen Perspektivwechsel fürs Team und auf die alltägliche Arbeit.
Inzwischen stehen fast alle Führungskräfte und Mitarbeitende täglich vor der Herausforderung, wie sie in der wenigen Zeit all die Arbeit schaffen sollen. Es ist einfach zu vieles, was bei der Arbeit unsere Aufmerksamkeit fordert. Die Vielzahl der alten und neuen Kommunikationswege mit ihren ständigen Unterbrechungen, die U-Boot-Projekte, die aus dem Nichts auftauchen und umgehend erledigt werden müssen, und die Schnelligkeit, mit der Entscheidungen getroffen und Arbeiten erledigt werden müssen. All das lässt keine Zeit zum Nachdenken. Der fokussierte Blick auf die To-Do-Liste hält uns im Hamsterrad und hindert uns beim Nach- und Vor- und Querdenken. Doch soll unsere Arbeit auf Dauer die Qualität halten oder gar steigern, brauchen wir auch das. Zeit, die Perspektive zu wechseln, um Gewohntes in Frage zu stellen und um neue Ideen zu entwickeln. Vor ein paar Tagen begleitete ich erneut die jährlich stattfindende 3-tägige Klausurtagung der Verantwortlichen einer traditionsreichen Organisation. In den vergangenen Jahren lag der Schwerpunkt eher auf internen Themen der Restrukturierung und Neuorganisation. Nun ging es darum, Ideen zu sehen, zu entwickeln und zu erleben, wie Kollegen sich in anderen Regionen den Anforderungen des Marktes stellen. Das gemeinsame Resümee lautete: Diese Impulse bündeln unsere vielfältigen Aktivitäten und die unsortierten Überlegungen im Vorfeld auf ein gemeinsames, verbindliches Ziel für die nächsten Jahre. Wir haben nun einen Überblick, wo es hingehen wird. Wir wissen, mit welcher Arbeit wir am sinnvollsten anfangen. Die Klausurtage waren uns Hilfe, unsere Energien und Ressourcen auf Zukunft hin effektiver einzusetzen. Selbstverständlich muss man ein solch intensives Teammeeting professionell planen. Das heißt, dass für ein optimales Ergebnis Sie am besten einen externen Moderator oder Moderatorin dazu nehmen. Denn diese sorgen dafür, dass Sie im Team in der vorgegebenen Zeit auch wirklich zu einem Ergebnis kommen. Wichtig für die Auswahl ist, dass der Moderator, die Moderatorin einen Prozess moderieren kann und situativ auf die Entwicklung reagiert. Außerdem, wenn weitere externe Akteure eingebunden sind, die einen Input zu einem Thema geben, dann benötigt dies auch Absprachen und Abstimmung. Für den zeitlichen Ablauf heißt das, dass der zeitliche Rahmen, also 1, 2, 3 Tage und der Veranstaltungsort fest vereinbart und gebucht werden müssen. Dies braucht je nach Team und Firma und Urlaubszeiten 2 bis 6 Monate Vorlauf, wobei meine Erfahrung sagt, es sind eher 5 bis 6 als 2 bis 3 Monate. Für eine solche Veranstaltung muss das Ziel und die anstehenden Themen gut geklärt werden. Hier reicht ein Vorlauf von 1 bis 2 Monate, also 4 bis 8 Wochen. Der detaillierte Ablauf und die Methoden richten sich am Inhalt aus. Folienschlachten sind auf jeden Fall nicht passend. Doch dafür haben Sie einen Fachmann, eine Fachfrau eingekauft, die Ihnen neue Methoden zeigt, die Sie auch für Ihren Meetingalltag übernehmen können. Für mich ist es selbstverständlich, dass am Ende der vereinbarten Zeit für alle tragfähige Vereinbarungen stehen. Die sehen vielleicht anders aus als erstmal gedacht, doch am Ende gibt es tragfähige Vereinbarungen. Jede und jeder weiß, was die nächsten Schritte sind und auch, was jeder zu tun hat, damit das große Ganze gelingt. Diese klar umschriebenen und vereinbarten Arbeitspakete werden die verschiedenartigen Ressourcen im Arbeitsalltag schonen. Unterbrechungen aus dem Gewohnten und Üblichen helfen, den Blick auf den Alltag zu schärfen. Um die Qualität der Arbeit zu halten oder zu steigern, sind solche bewussten Unterbrechungen und eben auch Klausurtage nötig. Sich im Führungskreis gemeinsam Zeit zu nehmen, um Bilanz zu ziehen und zu bewerten, was gelaufen ist, bringt die Zusammenarbeit auf ein neues Niveau. Nun können sinnvoll die Weichen gestellt werden für die Zukunft.
Nun, welche Methoden und Möglichkeiten gibt es für eine Klausurtagung? Der Inhalt bestimmt die Methode. Diese alte Regel sagt, dass zuerst die Inhalte geklärt sein müssen, bevor es um die passende Methode geht. Ich erlebe oft, dass jemand einen interessanten Arbeitsansatz kennengelernt hat und nun sehr methodenverliebt jedes Thema dafür passend macht. Das ist nicht sinnvoll. Deshalb ist der erste Schritt die Klärung des Ziels und der Inhalte und dann die Wahl der passenden Mittel. Es gibt eine bunte Vielfalt von Methoden, die ein gemeinsames Arbeitsergebnis fördern. Zum Beispiel die Zukunftswerkstatt, Open Space und Barcamp, World Café, Fishbowl, Lego Serious Play, Marktplatz, Design Thinking, Zukunftskonferenz. Ich selbst habe Erfahrung mit allen Methoden. Jedoch ist mein Favorit für Unternehmen und Organisationen die Zukunftswerkstatt. In den vergangenen 15 Jahren habe ich ca. 50 Zukunftswerkstätten nach der durch die Zukunftsforscher Robert Jung, Rüdiger Lutz und Norbert Müllert begründeten Methode durchgeführt. In Teams von 5 bis 20 Teilnehmern und ganzen Unternehmen von 150 Mitarbeitenden. Es ist ein sehr strukturierter Moderationsprozess, der sich als Auftakt in ein Veränderungsthema sehr gut anbietet. Die Betroffenen sind von Anfang an Beteiligte und können so ihren Beitrag für das Gesamtergebnis leisten. Und für die Arbeit über das eigene Unternehmen hinaus ist das Barcamp-Format ein hilfreicher Ansatz. Für die wachsenden Gründern bei meinen Kunden biete ich in Kooperation mit Christoph Ziegler jährlich das Barcamp an. Ja, sollten Sie eventuell als Chef oder Entscheider sich nun die Frage stellen, ja, und was kostet so etwas? Ja, es ist immer auch ein finanzieller und zeitlicher Aufwand. Und ja, eine professionelle Moderation kostet Geld. Jedoch stellt sich immer umgekehrt die Frage, wissen Sie, was es Sie und Ihr Unternehmen kostet, keine Zeit fürs Nachdenken und gemeinsam abgestimmte, fokussierte Vorgehen durch eine Klausurtagung zu erreichen? Wenn ich Sie bei diesem Thema unterstützen kann, dann melden Sie sich einfach bei uns. Buchen Sie ein Fokus-Klarheitsgespräch über meine Webseite liobaheinzler.de unter Termine. Oder kommen Sie in meine Facebook-Gruppe zum Austausch mit anderen zu den Themen rund um den Unternehmenszirkus. Die Links finden Sie in den Shownotes. In der nächsten Folge entführe ich Sie auf ein Barcamp. Ein Barcamp ist ein etwa 10 Jahre altes Format und ist eine sogenannte Unkonferenz. Also eine Konferenz, die keine Konferenz ist. Sollten Sie sich nun fragen, was eine Konferenz, die keine ist, mit Ihrem Business zu tun hat, dann freue ich mich auf Sie, wenn Sie das nächste Mal wieder mit dabei sind. Bis dann, alles Gute!